Ein Patient kommt zum Augenarzt und sagt, ich habe mich an die Kontaktlinsen gewöhnt, aber meine Augen können sich einfach nicht dran gewöhnen. Kannst du dich in diesem Bild erkennen? Oder verbringst du vielleicht viel Zeit am Computer und spürst Trockenheit, Brennen, rötende Augen und Ermüdung am Abend? Du bist nicht allein. Aber was, wenn ich dir sage, dass wir das innerhalb von nur 5 Minuten lindern können? Mein Name ist Sergei Rachok und in diesem Video erfährst du, was das Syndrom der trockenen Augen ist, warum es entsteht und wie du den Zustand deiner Augen in nur 5 Minuten effektiv verbessern kannst. Bist du bereit für praktische Tipps und 4 einfache Übungen gegen trockene Augen, die du leicht in deinen Alltag integrieren kannst? Dann gib ein Like und los geht es. Was ist das Syndrom des trockenen Augen und warum entsteht es? Das Syndrom des trockenen Augen ist ein Symptomekomplex, der sehr häufig den modernen Menschen begleitet. Und daran sind nicht nur Gadgets schuld. Das Syndrom des trockenen Auges tritt ziemlich häufig auf und ist ein chronisches Problem, das zum Glück selbst behoben werden kann, wenn man genügend Aufmerksamkeit auf seine Augen und seinen Körper richtet. Übrigens, wer das Video bis zum Ende schaut, bekommt eine besondere Überraschung, Top-Werkzeug für deine Augen. Das Syndrom des trockenen Auges, das bei denen auftritt, die lange am Computer arbeiten, hängt in erster Linie damit zusammen, dass der Mensch weniger blinzelt. Unser Körper funktioniert so, dass die Blinzelbewegungen, die unsere Hornhaut reinigen, sie befeuchten und ein angenehmes Bild schaffen, bei der Arbeit mit Gadgets und beim starren Blick auf den Computerbildschirm verringert werden. Wenn wir am Computer arbeiten, sind die Häufigkeit der Blinzelbewegungen um das 2- bis 3-fache. Daher entsteht das sogenannte Computerseher-Syndrom, das Teil des Syndroms des trockenen Auges ist. Wenn du viel vor dem Bildschirm arbeitest, versuche einen größeren Monitor zu verwenden, wenn möglich, und denke daran, dass es besser ist, auf ein Tablett zu schauen, als auf den kleinen Bildschirm des Handys. Vergrößere die Schriftgröße ein wenig und erhöhe den Abstand zwischen deinen Augen und dem Monitor, damit deine Augen weniger belastet werden. Platziere den oberen Rand des Monitors auf Augenhöhe oder etwas höher. Die heißt faule Banane, ich meine krumme Banane, überlastet deine Augen und den ganzen Körper. Möchtest du deine Augen und den ganzen Körper gesund erhalten und endlich auf die Brille verzichten, dann nutze die einmalige Chance, kostenfrei und bequem von zu Hause aus am exklusiven Schnuppertag des Seminars Gesund, glücklich und ohne Brille nach Norbekov-Methode teilzunehmen. Erlebe effektive, ganzheitliche Augenübungen live und stelle der Trainerin direkt deine Fragen. Kostet nichts, bringt aber viel. Verpasse diese einzigartige Gelegenheit nicht. Sichere dir jetzt deinen Platz. Klicke auf den Link in der Beschreibung unter diesem Video, um dich unverbindlich und kostenlos anzumelden. Feuchtigkeit für die Augen ist wichtig, um ihre Gesundheit zu erhalten, Trockenheit und Reizungen zu vermeiden und das Sehen zu fördern. Das Syndrom des trockenen Auges und das Tragen von Kontaktlinsen sind sehr eng miteinander verbundene und häufig gemeinsam auftretende Zustände. Das Tragen von Kontaktlinsen können die Feuchtigkeit deiner Augen beeinflussen. Schließlich ist eine Kontaktlinse ein kleiner Fremdkörper, der den Sauerstofffluss ein bisschen einschränkt. Deine Augen mögen aber frische Luft. Wenn sie nicht genug davon bekommen, kann das die natürliche Befeuchtung stören. Außerdem drücken Kontaktlinsen leicht auf bestimmte Bereiche des Auges, die für die Produktion der Tränenflüssigkeit zuständig sind. Das bedeutet weniger Feuchtigkeit und manchmal ein trockenes Gefühl. Also gönn deinen Augen zwischendurch eine kleine Pause. Sie werden es dir danken.
Langfristig gesehen tritt das Syndrom des trockenen Auges bei Kontaktlinsenträgern in irgendeiner Form in 100% der Fälle auf. Es hängt stark davon ab, wie die Linse auf dem Auge sitzt, wie man die Tragefortschritte beachtet und wie lange die Kontaktlinsen verwendet werden. Eine Tragedauer von 3 bis 5 Jahren sollte Anlass geben, darüber nachzudenken, auf Brillen umzusteigen und zumindest regelmäßig Augenübungen zu machen. Einige davon machen wir gleich in diesem Video. Es ist auch sehr wichtig, auf die Luftfeuchtigkeit in dem Raum zu achten, in dem du arbeitest. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Raum, damit die Augen nicht tränen und gereizt werden, liegt bei etwa 40 bis 60%. Bei mir zum Beispiel beträgt die Luftfeuchtigkeit gerade 60%. Was etwas mehr als ideal ist, aber besser 60 als 40. Verwende Luftbefeuchter, besonders im Winter, wenn die Heizung eingeschaltet wird. Du kannst offene Behälter mit Wasser aufstellen oder kleine dekorative Brunnen verwenden, um Feuchtigkeit in die Luft zu bringen. Lüfte den Raum regelmäßig, um die Luftzirkulation zu verbessern. Das ist sehr wichtig für den richtigen Zustand der Augenoberfläche, ihre Feuchtigkeit und eine ausgewogene Ernährung. Wusstest du, dass einige Lebensmittel schädlich für das Sehvermögen sein können? Das sind zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel, Chips, salzige Nüsse, Popcorn, Fleisch- und Fischdelikatessen, Burger, Hotdogs und andere schnelle Snacks enthalten viel Natrium, was das Risiko für die Entwicklung von Glaukom und Katarakt erhöhen kann. Süße Getränke, Limonade und Süßigkeiten mit hohem Zuckergehalt können Entzündungen und Schäden an der Netzhaut verursachen, was zu einer altersbedingten Makuladegeneration führen kann. Frittierte Lebensmittel. Einige Öle setzen bei hohen Temperaturen schädliche freie Radikale frei, die oxidativen Stress verursachen und die Netzhautzellen schädigen können. Fastfood und Tiefkühlpizza. Diese Produkte enthalten häufig Transfette, die das Risiko für die Entwicklung einer altersbedingten Makuladegeneration und Schäden an den Blutgefäßen der Augen erhöhen können. Vermeide diese Produkte und versuche gesunde Lebensmittel für deine Augen in deine Ernährung aufzunehmen, wie Gemüse, Beeren, Früchte und frische Kräuter. Und jetzt kommt ein Rätsel. Weißt du, welche 2 Lebensmittel am gesündesten für die Augen sind? Wenn ja, gib ein Like, wenn nicht, auch, denn gleich erfährst du es. Ich gebe dir ein paar Hinweise. Eines dieser Lebensmittel gibt es in fast jedem Haushalt und es hat eine längliche Form. Und das zweite zeige ich dir sogar. Schau mal. Naja, nicht die beste Hilfe, oder? Aber ich habe noch einen Tipp. Schau mal, dieses hausgemachte Püree enthält keinen Zucker und keine Konservierungsstoffe. Schreib bitte deine Vermutungen in die Kommentare oder übrigens auch den Link zu unserem kostenlosen Schnuppertag von Top-Augen-Seminar nach der Norberg-Methode findest. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass einige der nützlichsten Lebensmittel für die Augen Karotten sind. Karotten sind reich an Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Dieses Vitamin A unterstützt die Gesundheit der Netzhaut und kann helfen, das Dämmerungssinn zu verbessern. Und das zweite Lebensmittel ist Heidelbeeren. Heidelbeeren enthalten wertvolle Antioxidantien wie Lutein und Zeaxanthin sowie Pigmente, die das Sehvermögen verbessern, die Augengesundheit unterstützen und sogar bei Sehstörungen wie Augenmüdigkeit helfen können. Heidelbeeren gelten auch als nützlich zur Verbeugung altersbedingter Veränderungen der Netzhaut und der Verschlechterung des Sehens. Jetzt machen wir zusammen 4 Übungen für die Augen.
Einige davon sind nur ein kleiner Teil unseres kostenlosen Schnuppertages. Es ist ratsam, diese Übungen alle 2-3 Stunden bei der Arbeit am Computer zu machen, um die Ursachen des trockenen Auges zu minimieren oder dessen Auftreten vorzubeugen. Also lass uns gemeinsam 4 einfache Übungen machen, um trockenen Augen vorzubeugen. Die erste Übung ist häufiges Blinzeln. Achtung, zuerst nehmen wir eine aufrechte Haltung ein und zaubern ein breites Lächeln auf unserem Gesicht. Warum das wichtig ist und wie es genau funktioniert, erklären wir dir im Detail am kostenlosen Schnuppertag. Diese Übung ist sehr einfach und angenehm. Blinzele einfach so oft, wie es deine Lieblingszeit zwischen 50 und 150 vorgibt. Das dauert etwa eine Minute. Wenn du bei der Arbeit Texte am Bildschirm liest, versuche bei jedem Wort zu blinzeln. So reinigst du die Augenoberfläche, befeuchtest sie und entspannst die Augenlider. Komm schon, schäme dich nicht. Niemand sieht dich, blinzele zusammen mit mir. Die zweite Übung ist die magische 8. Hier ist es auch wichtig, eine aufrechte Haltung einzunehmen und ein breites Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Stell dir eine horizontale 8 vor und führe deinen Blick entlang dieser Linie. Zuerst in eine Richtung, so circa 30 Sekunden lang. Der Kopf bleibt unbeweglich. Bewegen sich nun die Augen und dann in die andere Richtung. Du brauchst nicht auf den Bildschirm zu schauen, du kannst das zum Beispiel vor dem Fenster zu machen. Beim Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist es auch gut zu machen. So 30 Sekunden in eine Richtung, 30 Sekunden in andere Richtung und dann kannst du auch bei vertikaler 8 das gleiche zu machen. Ich mache es in den Finger, du brauchst es nicht für den Finger zu machen. Kannst du auch mitmachen, wenn du willst. In eine Richtung, dann in andere Richtung, aufrechte Körperhaltung, positive innere Einstellung, weil du etwas Gutes für deine Augen jetzt machst. Mach die maximale Amplitude für deine Augen. Wenn du spezifische knisternde Geräusche in deinem Nacken hörst, bedeutet das, dass er dir Danke, mein Lieber, sagt. Mir fehlt so sehr deine Aufmerksamkeit und Liebe. Mit dieser Übung bewegst du deinen Blick und lässt verschiedene Gruppen von äußeren Augenmuskeln, Nackenmuskeln und der Brustwirbelsäule arbeiten, was ihnen ebenfalls hilft, sich zu entspannen. Führe diese Übung eine Minute lang aus. Die dritte Übung ist die Akkommodation-Übung. Aufrechte Körperhaltung und ein charmantes, breites Lächeln. Der Sinn dieser Übung besteht darin, dass wir auf ein naheliegendes Objekt schauen, zum Beispiel auf einen Finger deiner ausgestreckten Hand oder auf ein Buch Essensweisheit und dann den Blick auf einen entfernten Punkt richten, zum Beispiel auf einen Baum draußen. So trainieren wir unsere Akkommodation. Wir erlauben den Augenmuskeln, sich beim Blick in die Ferne zu entspannen und sich beim Blick in die Nähe anzuspannen. Diese Wechsel von Spannung und Entspannung ermöglichen es den Muskeln synchron zu arbeiten. Denke an das magische Lächeln und eine gerade Haltung. Mache die Übung mit beiden Augen und dann mit jedem Auge einzeln. Zum Beispiel eine Minute mit beiden Augen und eine halbe Minute mit dem rechten Auge und eine halbe Minute mit dem linken Auge. Nachdem wir diese Übung mit beiden Augen gemacht haben, schließen wir ein Auge mit der Hand. Das Auge bleibt unter der Handfläche halb geöffnet und entspannt und mit dem anderen Auge schauen wir abwechselnd auf unsere Finger und auf
ein Objekt draußen. 2-3 Sekunden auf den Finger und 2-3 Sekunden auf das entfernte, klare Objekt. Je weiter das Objekt entfernt ist, desto besser. Gut, nun decken wir das andere Auge mit der Hand ab und wiederholen die Übung. Denken wir daran, dass es wichtig ist, eine gerade Haltung und ein breites Lächeln im Gesicht zu behalten. 2-3 Sekunden auf den Finger und 2-3 Sekunden auf das Objekt draußen. Eine der Varianten könnte ein aufgehendes oder untergehende Sonne sein. Ein Baum am Horizont, ein Vogel im Himmel und so weiter. Gut gemacht. Die vierte Übung ist die Massage der bioaktiven Punkte um die Augen. An dieser Stelle ganz im inneren Augenwinkel, nahe der Nasenwurzel, gibt es einen besonderen Punkt. Nimm deine Daumen und beginne diesen Punkt zu stimulieren. In diese Richtung. Du kannst diese Übung mit geschlossenen Augen machen. Vorsichtig drücken, loslassen. Drücken, loslassen. Die ganze gleichzeitig mit beiden Daumen. Wenn du drückst, spüre bitte, in welche Richtung die Empfindungen gehen. Drücke mit einem so angenehmen Druck, dass die Empfindungen angenehm bleiben. Drücken, loslassen. Drücken, loslassen. Unsere innere Einstellung dabei: Liebe, Freude, Glück, Dankbarkeit. Wenn du Schmerzen verspürst, richte deinen bildlichen Ausatmen auf diesen Punkt, während du die Finger loslässt. Drücken, loslassen. Drücken, loslassen. Gut. Jetzt lass uns kurz spüren, welche Empfindungen an diesen Punkten vorhanden sind. Zum Beispiel spüre ich gerade eine gewisse Aktivierung in diesem Bereich. So, dann weiter. Jetzt verwenden wir 2 Finger, den Daumen und den Zeigefinger, und drücken die Nasenwurzel oben zusammen. Sie können auch die beiden Daumen benutzen, wie es für Sie bequemer ist. Drücken Sie einfach die Finger zusammen und etwas nach innen. Ich zeige es vor den Augen. Zusammen und etwas nach innen. Drücken Sie die Finger und ein bisschen nach innen in die Richtung der Augenwinkel. Drücken und gleiten Sie leicht zu den Augenwinkeln. Wie eine Massage. Leicht die Finger zusammenpressen und ein wenig zu den Augenwinkeln führen. Du kannst diese Übung auch mit geschlossenen Augen machen. Beobachte deine Empfindungen. Wenn es kleine Schmerzempfindungen gibt, sollte es in einem für dich angenehmen Bereich sein. Der Schmerz sollte angenehm sein. Gut, jetzt hören wir auf unsere Empfindungen. Was fühlst du in deinen Augen? Gut, dies ist eine schnelle Hilfe für Augen, die angespannt oder müde sind. Was diese 2 Punkte betrifft, auf die wir mit Daumen gedrückt und massiert haben, so wird diese Übung besonders empfohlen für Menschen mit trockenen Augen. Dies sind nur 2 bioaktiven Punkte von vielen, mit denen wir nach der Norbekov-Methode arbeiten. Wenn du unter trockenen Augen oder Augenreizung leidest, versuche diese 4 Übungen für 2 Wochen jeden Tag regelmäßig durchzuführen. Es ist einfacher, natürlicher und vor allem viel bequemer, als künstliche Tränen in die Augen zu tropfen. Und hier ist das Geschenk für diejenigen, die bis zum Ende geschaut haben und wirklich bereit sind, ihr Sehvermögen ganzheitlich und effektiv zu fördern. Du kannst sofort mit weiteren Augenübungen beginnen, ohne auf den kostenlosen Schnuppertag zu warten. Starte noch heute mit unserer kostenlosen Augentrainings-Checkliste.
Lade sie einfach über den Link in der Beschreibung oder im Kommentar unter diesem Video herunter und setze den zweiten Schritt zu besseren Augen jetzt gleich um. Oder wenn du die Norbekov-Methode live ausprobieren und Antworten auf deine Fragen bekommen möchtest, dann nutze die Chance und sei kostenlos beim Schnuppertag unseres Seminars Gesund, glücklich und ohne Brille dabei. Dort lernst du live viele effektive Augenübungen. Melde dich jetzt kostenlos über den Link in der Videobeschreibung an. Alles rund um die Augengesundheit findest du auf unserem Telegram-Kanal. Dich erwarten nützliche Übungen zur Unterstützung der Augengesundheit, interessante Artikel über Methoden zur Förderung deines Sehvermögens, wertvolle Tipps und Empfehlungen von Experten, Erfahrungsaustausch mit Trainern und anderen Kanalmitgliedern, aktuelle Neuigkeiten und Updates zu neuen Ansätzen für gesunde Augen. Den Link zum Kanal findest du in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Abonniere den Kanal, um stets informiert zu bleiben und deine Augengesundheit zu unterstützen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das Video bis zum Ende anzuschauen. Du bist großartig. Dein Einsatz zeigt, wie wichtig dir deine Augengesundheit und dein Wohlbefinden sind. Wir freuen uns schon drauf, dich bald bei einem Seminar nach der Norbekov-Methode zu begrüßen. Bis dahin, bleib gesund, glücklich und vor allem immer klarer im Blick, ganz ohne Brille und Kontaktlinsen.